reason. I feel like Elvis Presley. Elvis Presley. It's very, very pleasing for me that you would come and be with me. Es ist sehr erfreulich für mich, dass Sie hierher gekommen sind und mit mir zusammen sind. Sagt. You know, at my age, I do better with little candles. In meinem Alter bin ich eher vorsichtigerweise oder besser beraten, es mit kleinen Kerzen zu versuchen. Maybe I should talk from behind the curtain. Ich sollte vielleicht von hinter den Vorhängearbeiten sprechen. I am here with you tonight for one reason only. Ich bin nur für einen Zweck hier mit euch heute Nacht zusammen, heute Abend zusammen. And that is because I love you. That's why I'm here. Ich bin hier, weil ich euch liebe. Das ist der Grund. It's that simple. So einfach. And my love for you is very, very deep. It's very strong. Meine Liebe für euch geht sehr tief und ist sehr stark. Every time I think, I can't do this anymore. I'm too old. Es gibt Zeiten, in denen ich denke, es ist zu viel, ich werde zu alt, ich kann das nicht mehr machen. Then I know I must come back to you. I must. Aber ich weiß, dass ich zurückkommen muss zu euch. Ich muss es. This time, I get off the plane, the aircraft, and they put me in the Rollstuhl. Diesmal hat man mich beim Verlassen des Flugzeuges in einen Rollstuhl verfrachtet. And tighten the belt. Sogar angeschnallt. I don't want you to know about that. I don't want you to know. Sie sollten es besser nicht wissen, aber But tonight I am with you. heute Nacht bin ich mit euch. Heute Abend bin ich mit euch. And we belong together, you and I. Wir gehören zusammen, ihr und ich. William, you are an American. You are a foreigner. Ihr seid Ausländer. Ich bin Amerikaner, ihr seid Ausländer. Aber wir gehören zusammen. I am as much a part of you as you are of each other. Ich bin so weit ein Teil von euch, wie ihr zusammengehört, wie ihr ein Teil von eurer Gemeinschaft seid. Many people say, William, we can't understand English, but we can understand you. Einige Leute sagen, wir können dich nicht verstehen, William, aber als Englisch, aber wir können dich verstehen als Person. Das sage ich jetzt. It is because I think German and speak English. Das ist, weil ich Deutsch denke, Englisch spreche.
Later, that may be different. Das kann später unterschiedlich sein. For now, it is what it is. Im Moment ist es das, was es ist. Nothing can happen before its time, nothing. Nichts kann vor seiner Zeit geschehen. We have to Nichts. move one little step at a time. One step, one step. Unser Vorgehen muss Schritt für Schritt, ein Schritt nach dem anderen sein. I'm here tonight for an important reason. Ich bin wegen eines besonderen Grundes hier heute Abend. Because I have a message to bring to you. A message. Ich habe eine Nachricht für euch, eine Nachricht, die eine besondere ist. Because now it is time for you to receive this message. Weil jetzt ist es an der Zeit für euch, diese Nachricht zu bekommen. If the message was only from me, I would say you should pay no attention to it. No attention at all. Wenn es nur eine Nachricht für mich wäre, sollten Sie darauf keine Rücksicht nehmen und keine Aufmerksamkeit dafür haben. But I don't act on my own. I don't belong to me. Ich agiere nicht in meinem Namen. Ich gehöre mir nicht. So when I speak to you, I have to make sure that the words are carefully formed and that they are true words. Wenn ich mich an euch wende, muss ich sehr großen Bedacht darauf legen, dass die Worte ehrlich sind und richtig sind für euch. So I will make the message here at the beginning very simple so that you don't have to guess about what is coming. Ich werde mich in einfache Worte fassen, so dass ihr nicht raten müsst, was euch erwartet. Am I blue? No, I don't think. No. I feel blue. Nicht jetzt, Kamerad. Nicht jetzt. I bring you a message directly from God. Ich bringe euch eine Nachricht direkt von Gott. He is not angry with you at all. He's not angry. Gott zürnt euch nicht. Er zürnt euch wirklich nicht. He loves you. Er liebt euch. But he is sad, very, very sad. Er ist sehr, sehr traurig. You know, he does not make mistakes. Er macht keine Fehler. He doesn't do something and says, oh my, that's no good. Let's try again. He doesn't do that. Er macht keine Fehler in dem Sinne, dass er dann, wenn er einen gemacht hat, dann schnell etwas anderes ausprobiert. Das macht er nicht. No matter what you believe, he created you. Egal, was Sie denken, er hat euch geschaffen. And when he finished creating you, he said, it is very good. Very good, he said. Und als er fertig war mit der Aufgabe, wusste er, es ist sehr, sehr gut. But somewhere along, you got confused. Somewhere along, you got confused. Irgendwo auf diesem Wege seid ihr durcheinander gekommen. It wasn't your fault that you got confused. Es war nicht euer Fehler, dass ihr euch verirrt habt, dass ihr euch getäuscht habt.
But now things have to come clear again. Clear. Jetzt müssen die Dinge ins Licht kommen, müssen geklärt werden. What does it mean to be German? Was bedeutet es, Deutsch zu It sein? means to see things clearly. That's what it means. Es bedeutet, die Dinge offen und klar zu sehen. Das ist es, was es bedeutet. Today you do see some things clearly. Heute sehen Sie einiges deutlich und klar. This is hard. Stimmt nachsichtig, ich bin kein Profi. But you have the wrong view of yourself. You don't see yourself clearly. You only see other things clearly. Sie haben den falschen Eindruck von sich selber. Sie können sich selber nicht klar erkennen. Sie sehen andere Verhältnisse sehr deutlich. So I come to you tonight with a command, not a suggestion. Ich komme heute Nacht zu Ihnen mit einer Aufgabe, mit einem Befehl, nicht mit einem Vorschlag, einem Befehl. Ein Buffet. God is commanded to be exact as He created you to be. Gott befiehlt euch, so zu sein, wie er euch geschaffen hat. Exact. Ganz genauso. You are not superior to other people, Ihr seid nicht überlegen, but you are created different than other people. aber ihr seid anders. And He has given you a land to live in. That is a gift He gave you. Er hat euch ein Land gegeben, das ein Geschenk an euch war. One of the most beautiful lands in all of the world is His gift to you. Eines der schönsten Länder in der ganzen Welt, das ist sein Geschenk an euch. Now I'm going to ask you only one time, and I want you all to answer in unity. One voice, one time. Ich frage euch jetzt nur einmal und ich möchte, dass ihr das unisono gemeinsam beantwortet. What is the name of this land? Deutschland! Can we try it one more time? There were 3 people who were silent. Es waren 3 Leute, die geschwiegen haben. Wir wollen sie jetzt nicht nach vorne rufen. What is the name of this land? And who are you? Now that is what God wants to hear. Das möchte Gott hören. He wants you to be exactly as He created you to be. Er möchte euch ganz genauso, wie er euch geschaffen hat. And He will not be happy until you are those people. Und er wäre sehr unglücklich, wenn ihr und solange ihr nicht solche Menschen seid. Using all of your gifts and all of your talents in unity. Alles das, was ihr könnt, was ihr bekommen habt, in Einheit verwenden zu können und nutzen zu können. No one can do what you do. No one. Niemand kann das, was ihr machen könnt. But all around the world, people have been asking this question. Überall in der ganzen Welt fragen Leute nach dieser Antwort, stellen diese Frage. Where are the Germans? Where are they? Where are they? Wo sind die Deutschen? Wo sind sie? Did they just disappear? Sind sie verschwunden? There are people walking around who look like Deutsche. They look like it.
Es laufen viele Menschen herum, die aussehen wie Deutsche, but they don't act like it. aber sie handeln nicht so. What happened to them? Was ist mit ihnen geschehen? That's what we have to solve tonight. Das ist das, was wir lösen müssen heute Abend. This is not a theoretical question. This is not a rhetorical question. This is not an academic question. Das ist weder eine rhetorische noch eine akademische Frage Or theoretical. oder eine theoretische. How does he know exactly what the translator said? We're talking about something very concrete, very real. Wir sprechen über etwas sehr Konkretes und sehr Reales. You see, someone has played a trick on you. Jemand hat mit dem Knüppel auf uns eingeschlagen. A sick game was played. Ein übles Spiel wurde mit uns gespielt. I'm sorry to tell you this, Es tut mir sehr leid, euch das zu sagen. but only an American can tell you this. No one else can. Es ist nur ein Amerikaner, der das euch erzählen konnte. Niemand anders sonst. If a German tried to come up here and tell you these things, they would be carried away into the Gefängnis. Wenn ein Deutscher käme, euch das zu erzählen, würde er mit Handschellen abgeführt werden. In 1912, in 1930, 1912, 1930, the Germans were themselves. die Deutschen waren sie selber. And they created beauty everywhere, every day. Sie haben täglich und überall Schönheit kreiert. Created. And they were a happy people. Sie waren ein glückliches Volk. When they saw each other, they smiled. Sie lächelten, wenn sie sich sahen, They cared for each other. kümmerten sich umeinander. They were a family. Sie bildeten eine Familie. They knew how to love. Sie wussten, wie sie sich lieben können. They loved their land. Liebten ihr Land, They loved being German. sie liebten Deutsch zu sein, They loved each other. sie liebten sich untereinander. They loved what they did with their hands, what they created. They knew it was good. Sie liebten, was sie mit ihren Händen schufen, was sie kreierten, und sie wussten, dass es gut war. They weren't prideful and arrogant about things like you were told they were. They were not. Sie waren nicht arrogant oder stolz über das, was sie machten. Sie waren es nicht. And they had a simple relationship with God that was pleasing to Him. Und sie hatten ein einfaches Verhältnis zu Gott, das ihm gefiel. And so He blessed them. Und so hat er sie geschützt, hat sie In every area of human endeavor, He blessed them. er liebte sie. But the problem was this. Here was the problem. Das Problem aber war folgendes. The problem was you were too good. That was the problem. Das Problem war, dass ihr zu gut wart. When Genau you- das. When you were fully German, it was natural for you to create beauty. Natural for you to have a joy in life. Als richtige Deutsche war es für euch selbstverständlich, Schönheit zu kreieren und im Leben zu schaffen. And joy. Und Freude.
Germans carried themselves with a certain dignity, a dignity. Deutsche haben sich mit einer Würde gehalten, die ganz besonders war. They had an inner strength to them. Eine innere Stärke. When Germans are good, they are inner. Not Wenn Deutsche gut sind, dann fühlen sie es drinnen, sie tragen es nicht nach draußen. There was a certain wholesomeness in this land. Eine besondere Gesamtheit, eine Zusammengehörigkeit gab es in diesem Land. But you were too good. Ihr wart, Good. No one could compete with you. No one could compete with you. niemand konnte mit euch konkurrieren, ihr wart zu gut. People were jealous of you. Die Leute waren eifersüchtig auf euch. They didn't know why you were so good. They didn't know you at all. Sie hatten keine Vorstellung, warum ihr so gut wart. Sie hatten auch keine Vorstellung von euch überhaupt. Since they did not understand you, since they could not compete with you, they only had one choice. Da sie euch nicht verstehen und auch nicht mit euch konkurrieren konnten, hatten sie nur eine Wahl. They had to destroy you. Euch zu zerstören. And these people were very good at destroying things. Und diese Leute waren besonders gut im Zerstören von Dingen. We Americans love to blow things up. We love it. Die Amerikaner lieben es, Dinge in die Luft zu jagen. Wir lieben es. Doesn't matter whether it's Korea or Somalia or Afghanistan or it's every year we love to blow things up. Es ist egal, ob Korea oder Afghanistan. In jedem Jahr müssen wir irgendwas in die Luft jagen. And the British are about as good as we are. Und die Engländer sind ungefähr so gut wie wir. Churchill said we must destroy the spirit of Germanness. 1940. 1940 sagte Churchill, wir müssen das deutsche Gefühl zerstören. Die Deutschheit. And the spirit of Schiller. Und den Geist Schillers. He didn't mean in a soft way. Er hat es nicht gemeint auf eine sanfte Weise, Vernichtung, ausraten, gestört. That's you. sondern Vernichtung, Ausrotten. He wanted it gone forever. Forever. Er wollte das Deutschland für immer verschwinden. No Deutschland, kein Problem. Kein Deutschland, Probleme weg. Morgenthau agreed completely. Roosevelt thought it was a great idea. Morgenthaus Plan nach Möglichkeit komplett durchführen und Roosevelt war ein guter Mann. So they set about doing it completely. They set about doing it. They did it. Sie haben also vorgehabt, es vollkommen zu machen. But you see, there's a problem. Es gibt aber ein Problem. And that is, you can make Germans go silent if you want them to. You can make them go silent. Sie können die Deutschen zum Schweigen bringen, But you can't destroy them. aber sie sind nicht zerstörbar. Germans make terrible slaves. Deutsche sind schlechte Sklaven. You can't destroy Germany. Deutschland ist nicht zerstörbar. And they didn't know anything about the Deutsche Seele. They didn't even know it existed. Sie wussten nichts über eine deutsche Seele. Sie hatten nicht einmal die Vorstellung, dass es so etwas gibt. So, at the end of the Second World War, they said,
we will let them live here in this land. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges beschlossen sie, naja, wir lassen sie jetzt hier leben in diesem Land. You can live in the land, but you must be anti-Deutsch, not Deutsch. That's the rules. Anti-Deutsch. Die Vorstellung war, ihr könnt leben in diesem Land, aber ihr sollt anti-deutsch sein und euch anti-deutsch verhalten. Everything you used to love about Germany, now you must be afraid of or despise. Alles, was ihr geliebt habt bisher an der deutschen Art, müsst ihr vergessen und euch anders verhalten. So from the day you were born, Vom Tage eurer Geburt an, you had to live under this big lie. ihr wart gezwungen, unter dieser ungeheuren Lüge zu leben. And if you lived under this lie, then life would be easy for you. Und das Leben würde für euch leichter sein, wenn ihr unter dieser Lüge weiterleben würdet, And you breathed in this lie with mother's milk. Und inhaliert diese Lüge und nehmt sie in euch auf mit der Muttermilch. And by the time you got to kindergarten, Und wenn ihr in den Kindergarten kommt, you had learned that Germans have no rights. They have no rights. werdet ihr gelernt haben, dass Deutsche keine Rechte haben. And if you want to get the highest grade in school so that you can go to gymnasium, you learned what the rules were. Und in der Zeit, und an dem Punkt, wo ihr dann die Schule wechseln wolltet, um eine höhere Ausbildung zu bekommen, müsst ihr gelernt haben, wie die Regeln sind. Don't ask questions. Keine Fragen stellen. Pretend to be somebody different than what you actually are. Pretend to be someone different. Tut so, als wärt ihr anders. You can be a zweite Klasse American, zweite Klasse British, zweite Klasse Europäisch, but you can't be erste Klasse Deutsch. That is forbidden. Ihr könnt zweitklassig Englisch, zweitklassig Amerikanisch, aber nicht erstklassig Deutsch sein. You can be confused, but you can't think clearly. Ihr könnt verwirrt sein, aber ihr dürft nicht klar und folgerichtig sein. So what is the result of all this? Was ist das Ergebnis davon? The best thinking people on earth, none better, Die bestdenkenden Menschen auf dem Erdball, keine, die besser sind, don't think at all. They don't think at all. And they certainly don't think critically. sie denken nicht kritisch und sie denken überhaupt nicht. Well, you see, you go to gymnasium and you learn by then that you have to play the game. You have to play the game. Wenn ihr ins Gymnasium kommt und dann gelernt habt, dass ihr euch nach den Spielregeln verhalten sollt und müsst, Then you get the highest mark. werdet ihr belohnt. Then you get respect. Dann werdet ihr gewürdigt. Then the teacher smiles. Denn die Lehrer freuen sich. And then you get to go to university. Und dann geht's in die Uni. I've taught in your universities. Ich habe in ihren Universitäten gelehrt. I walk in and here's 350 bright young Germans, 20 years old, 21 years old, 350 of them. Ich gehe in die Hörsäle und da sind 350 junge deutsche Menschen, 20, 21 Jahre alt. And in this sick game that you live in, here's how it works. Und innerhalb dieses Krankensystems, in dem ihr lebt, The professor walks up, puts their glasses down, opens their book, and begins to read. die Professoren kommen in den Hörsaal,
gehen an den Katheter, öffnen ihre Bücher und beginnen zu lesen. And everyone is like one person in the classroom. Everyone. They all have their pad out or their pencil out. Everyone. Und sie reagieren wie eine Person und machen alle das Gleiche. And they're waiting. Und sie warten. So the professor can say anything he wants. So ist es dem Vortragenden, dem Professor möglich, alles zu erzählen, was er auch nur möchte. The moon is made of green cheese, students. Green cheese. Der Mond ist aus grünem Käse. Ready for the next one. Angela Merkel is pretty. Angela Merkel ist hübsch. Ja. There's no questions asked. Bright young Germans have already learned what the rules are. Es gibt keine Fragen. Intelligente junge Deutsche haben es inzwischen begriffen, wie die Regeln sind. Year after year after year. 77 years. Jahr auf Jahr, 77 Jahre lang. And then if you keep your mouth shut, you get a job at Siemens. Und dann gibt es einen guten Job bei Siemens, wenn man nur den Mund hält. Where you also have to keep your mouth shut and not ask any questions. Auch dort gilt, Mund halten, keine Fragen stellen. And then life is okay from the cradle to the grave. Und dann funktioniert das Leben von der Wiege bis zur Bahre. And nobody asks the question, is this living? Is this all there is? Und niemand fragt, ist das ein Leben? Ist das alles? Sollte das alles gewesen sein? We have made you small, and we have made you afraid, and we have made you so that you are no longer upright. No longer. Wir haben euch klein gemacht, wir haben euch Furcht eingeflößt und wir haben euch so beeinflusst, dass ihr nicht mehr aufrecht steht. And we did this because we were jealous of you. Und wir haben das getan, weil wir eifersüchtig auf euch waren. Having the biggest bombs does not mean having the best ideas. Die größten Bomben zu haben, heißt nicht, die besten Ideen zu haben, Gründe zu haben. Think about that. Now you say, well, Professor, so what? Sie fragen dann, lieber Professor, und was jetzt? So what? So what? What is so what? Na und. Na und. Ja, na und. It allows different interpretations. German language. I'm okay, sir. I'm okay. I'm with you. Why don't you just leave us alone, William? We're not hurting anybody. Warum lässt du uns nicht allein, William? Wir tun niemandem etwas zuleide. It is easy to be slaves. Easy. Sklave zu sein ist leicht. And we are addicted to being slaves. Und wir sind abhängig davon, Sklaven zu sein. You get fed. You are protected by other people. Ihr werdet ernährt, ihr werdet geschützt. And William, you don't realize that if you do ask questions, the police will come. Und William, du bist dir doch darüber im Klaren, dass wenn man hier Fragen stellt, die Polizei kommt.
If you do ask questions, you have to start looking over your shoulder to see who is listening. Wenn man Fragen stellt hier, muss man darauf achten, dass man nicht von den falschen Leuten gehört wird. You say you're not hurting anyone. Ihr sagt, ihr tut niemandem etwas zuleide. God disagrees with you. You are hurting people. Gott ist anderer Meinung. Ihr verletzt andere Menschen. When people have no vision, when people have no dream, Wenn Menschen keine Vorstellungen, keine Träume haben, keine Wünsche haben, eventually they become nothing at all. verlieren sie irgendwann ihre Identität. They grow lazy. Sie werden faul. But you see, what is within you tonight, what is within you now, was there on the day you were born. Alles Deutsch. Ihr müsst euch im Klaren sein, dass das, was jetzt in euch ist, was ihr heute Abend hier seid, euch gegeben wurde am Tag eurer Geburt als Deutsche. Ah, vodka. Very good. And you've kept it locked up for a long, long time. Und ihr habt es in euch verborgen seit langer Zeit. You've kept your hearts closed for a long, long time. Eure Herzen lange verschlossen. You don't realize how much God loves you. You don't even have a clue. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr Gott euch liebt. You have no idea how much I love you. Und ihr habt keine Ahnung, wie viel oder wie sehr ich euch liebe. My wife of 34 years, Lisa, many of you know her. I've seen her online. She loves you as much as I do. But she wanted to be here tonight. Meine Frau Lisa, seit 34 Jahren, und sie kennt euch gut und sie wäre gerne heute Abend hier gewesen, weil sie euch auch sehr liebt. She's as young and beautiful as I am old and ugly. Sie ist so jung und schön, wie ich alt und hässlich bin. It's Beauty and the Beast. But she will tell you, 34 years ago, when we were verlobt, Sie she will wird, tell you, sie wird euch sagen, vor 34 Jahren, als wir verlobt waren, und sie wird euch erzählen, my husband was born to die for Germany. That's what he was born for. sie wird euch erzählen, dass mein Mann geboren wurde, um für Deutschland zu sterben. And she could have married anybody she wanted. Sie hätte irgendjemanden, jeden, den sie gewollt hätte, heiraten können. She said, honey, I'm with you. Und sie entschloss sich und sagte, mein Liebling, ich bin bei dir. Let's go for it. Lass uns drauf losgehen. Lass uns das zu erreichen versuchen. You are hurting people all over this world. You are. Sie verletzen Leute in der ganzen Welt. Germans like to think very highly of their moral capacity. You were taught that in school. You have high moral fiber. Leute in Deutschland glauben, dass sie sehr hohe Moralitätsstandards haben und es wurde ihnen in der Schule so beigebracht. But that's not enough. Das reicht nicht. The world is waiting for you. Die Welt wartet auf euch. The world lives in mediocrity because of you. Die Welt lebt in Mittelmäßigkeit, solange sie auf euch wartet. Muss. Because they can't do what you do. They can't. Sie können nicht das vollziehen und leisten, was wir können. The world is sick
and getting sicker, and you know it. Die Welt ist krank und wird immer kranker und ihr wisst es. You sit on your couch in self-pity. Und die sitzen zu Hause in Selbstmitleid natürlich, ja. Selbstmitleid. And what did Angela Merkel tell you in COVID time? Stay home, sit on your couch, watch television, do nothing, and talk to no one. Das ist, was Angela Merkel uns zu vermitteln versucht hat. Bleibt zu Hause, sitzt auf der Couch und sprecht mit niemandem. We didn't need COVID for that message, did we? Dafür brauchten wir Covid nicht. That's exactly what the Allies want you to do. Nothing. Nothing. Und genau das möchten die Alliierten, wie wir sind, dass wir nichts tun. But God is not one of the Allies. Gott ist aber keiner der Alliierten. Now, I can't tell you that he speaks Deutsch only. Es wäre nicht richtig zu sagen, dass er nur Deutsch spricht oder als einziger Deutsch spricht. He probably speaks other languages too. Er spricht wahrscheinlich auch andere Sprachen. But he has made the German language the very best language that there is. He's made it the very best. Er hat aber die deutsche Sprache zur besten Sprache überhaupt. Because you can't be German without the fullness of the language. Ihr könnt keine richtigen Deutschen ohne die Fülle der Sprache sein. You said, but Professor, it's cool for us to speak English. It's cool gemacht. Ihr könntet sagen, aber Herr Professor, es ist doch schick, Englisch zu sprechen. Das ist schick gemacht. No, it's not cool. Es ist nicht cool. It lowers you about 20%. Es raubt euch 20%. German is the only language that has precision built into it. Deutsche Sprache ist die einzige Sprache, die Präzision, Genauigkeit in sich enthält. It has Nachhaltigkeit built into the language. Nachhaltigkeit in der Sprache. It is surrounded by Bildung that other people don't know anything about. Die Sprache ist umgeben von Bildung, die für andere Leute unbekannt ist. But yet, if Schiller up here and Goethe down here were standing with me now, Und wenn Schiller und who else was it? Goethe, Goethe, Mr. Eiler. Ja. Goethe und Jahreszeit und bis Weigen wären. Ja. I invented a new guy. If they were standing with me now, and they heard you talking before the meeting, And when I'm a little confused. Speaking English or translating in German. You're fine. Just repeat your last sentence so that I can. what lesson? I need the Rollstuhl. Before you start feeling sorry for me, before you start saying, oh, poor William, he probably can't stand up long enough. Bevor ihr Mitleid mit ihr habt, schaut euch das an. I'd go on, but it would get boring.
würde gerne weitermachen, aber es wird dann irgendwann langweilig. Du brauchst die Kraft, um uns zu helfen. Now, you're talking, and Goethe and Schiller, they turn to me. And they say, William, what language are they speaking out there? Goethe und Schiller wenden sich an ihn und fragen ihn, welche Sprache wird dort gesprochen? You've got your language all mixed up with everybody else's language. Diese Sprache ist völlig verwirrt und durchsetzt mit vielen anderen Sprachen. The confusion would go away in Germany if you would speak German properly. Die Verwirrung würde weniger werden, wenn man ordentliches Deutsch spräche. I'm not fortunate enough to be a German, I admit it. Ich bin nicht in der glücklichen Lage, ein Deutscher zu sein, ich muss es zugeben. We speak English. Now, God has given you the most beautiful land. He has given you the best minds in the world. He has given you the best language in the world. Gott hat euch das schönste Land gegeben, den besten Intellekt und die schönste Sprache. And now He wants you to use it. Und er möchte, dass ihr sie jetzt benutzt. And He wants you to get off of the couch. Runter von der Couch. And He wants you to be German again. Seid wieder Deutsch. With the dignity of a German. Mit der, With the strength of a German. mit der Würde und der Kraft eines Deutschen. He wants you to be who He created you to be. Er will, dass ihr das seid, was er mit euch beabsichtigt hat. And He's getting tired of waiting for you. Und er wird müde, darauf zu warten. He says, genug ist genug. But you say, William, you live among us. You know our problems. You know our problems. Und er sagt, William, du lebst hier mit uns, unter uns und du kennst die Probleme. Du bist We're all alone. There's no one to help us. We cannot ask questions. We cannot be ourselves. We cannot be comfortable in our skin. Wir können nicht das machen, was wir wollen. Wir können nicht wir selber sein. Wir können nicht in unserer eigenen Haut uns wohlfühlen. Das geht nicht. We will be criticized by everybody. Wir werden von allen Seiten kritisiert. We will lose our jobs. Wir werden unsere... And when we go out of our apartment in the morning, when we go out of the apartment in the morning, our neighbor will go, Wenn wir morgens unsere Häuser und unsere Wohnung verlassen, werden sich die Nachbarn mit dem Rücken zu uns drehen. you know you are controlled by fear. You know that. Ihr wisst, dass ihr durch Furcht gegängelt werdet und ihr wisst es genau. The COVID time was just one little example of that. Beispiel. Die Covid-Zeit ist nur ein kleines Beispiel davon. There'll be a new one tomorrow. Morgen gibt es die neue. The Allies are desperate to keep you down and small. Die Alliierten sind verzweifelt daran, euch klein und niedrig zu halten und zu erniedrigen. And do you think your government is capable of standing up to the Allies? Und glaubt ihr, dass eure Regierung in der Lage ist, sich gegen die Alliierten zu behaupten? Can you imagine Baerbock standing up to the Allies? Könnt ihr euch vorstellen, dass die Baerbock sich irgendwie mit den Alliierten messen könnte? How about Scholz? Big strong guy there. No. Auch Scholz nicht. You do exactly what you're told. Ihr macht, was man euch erzählt. And who the chancellor is, das macht nach nichts.
matter. Und wer auch immer der Kanzler ist, es hat keinen Einfluss, bedeutet gar nichts. Well, that has to come to an end. It has to stop, and it has to stop now. Damit muss Schluss sein und es muss jetzt aufhören. So you know that God is a judge. He sees everything, and He is a judge. Ihr müsst wissen, dass Gott der Richter ist. Er sieht alles und er richtet. And He has examined all the evidence against you. He has examined it all. Er hat alles untersucht, was gegen euch vorgebracht werden kann, alle Beweise, und hat es alles gesehen. And He confidently has written out the verdict against you. Und er hat das Urteil geschrieben und ausgesprochen. The verdict is not guilty. Der Schuldspruch ist nicht schuldig, nicht schuldig. You're not guilty of anything. No, you're not. Ihr seid nicht schuldig an irgendetwas. You can walk in here tonight and with one mentality, I don't have a problem with that. Ihr könnt hier heute Abend herkommen und ich habe mit irgendeinem Gefühl, irgendeinem Verhalten, ich habe kein Problem damit. But you will walk out of here with a different mentality. Und wenn ihr rausgeht, habt ihr ein anderes Verhalten. There is to be no more shame. Es wird keine Schuld mehr sein. There is to be no more guilt. Es wird keine Schuld mehr sein. And there's to be no more self-pity out of you. Und es wird kein Schuldgefühl geben. Mitleid. Mitleid, danke. And it's not me speaking. Und es kommt nicht aus mir. Es ist, I promise you, you're hearing God's voice talking to you. und ich verspreche euch, ihr hört Gottes Wort, das sich an euch richtet. Everything you need to take your place is already within you. Remember that when you leave. It's already there. Ihr habt alles, was ihr braucht, um euren Platz einzunehmen. You don't have to get taller. You don't have to get smarter. You don't have to get richer. Ihr habt weder größer, noch klüger, noch reicher zu werden. All you have to do is open your hearts. Alles, was ihr zu tun habt, ist euer Herz zu öffnen. Your great German hearts. Eure großen deutschen Herzen. Always warm, open, generous hearts. Always. Immer offene, warme, großzügige Herzen. Exactly the same as your fathers and mothers, grandfathers and grandmothers, great-grandfathers and great-grandmothers. Exactly the same as theirs. Genauso wie eure Väter, Vorväter, Großväter, Urgroßväter, ganz genauso. The great German heart is in Ewigkeit. It has no time frame. Das große deutsche Herz ist ein ewiges Herz. Es hat keine Zeitgrenzen. And at the deepest level of Ewigkeit, deutsche Ewigkeit, the deepest level. Und das tiefste Niveau, das tiefste Maß der Ewigkeit. Habe ich das jetzt richtig gesagt? I took it. That's where you and I are perfectly connected like this. No one can separate us. No one. Deswegen seid ihr ganz innig mit mir verbunden und niemand kann das trennen. What is impossible with man is possible with God. Was Menschen untereinander nicht leisten können, kann aber mit Gott geschaffen werden. Now you're going to have to go through some rough times here shortly. I can't stop that. Ihr habt jetzt in
nächster Zeit durch heftige Turbulenzen zu gehen und ich kann das nicht unterbrechen. And the 96% of all Germans who are sound asleep, sleeping, Und die 96% der Deutschen, die gut eingeschlummert und tiefst im Schlaf liegen, it's like they're drugged. They're sleeping, like they're drugged. es ist wie, als wären sie unter Drogen. They're going to wake up. Sie werden aufwachen. And when they wake up, they're going to be looking all around to see was passiert, what's happening. Und wenn sie dann aufwachen, werden sie sich umschauen und gucken, was um sie herum geschieht. And you who are here today are the brave ones who are going out front. Und ihr, die ihr heute Abend hier versammelt seid, seid die Tapferen, die als Erste nach draußen gehen. And because God loves courage, Und weil Gott Mut liebt, during these times, you will be protected. werdet ihr geschützt sein in diesen Zeiten. Because the 96%, they won't look at me. They will look at you. Diese 96% werden sich an euch wenden. Sie werden sich nicht an mich wenden. And they have been told that you here in this meeting are crazy people, dangerous people, extreme people. That's what they've been told. Man wird ihnen sagen, dass ihr hier verrückte Leute seid und gefährliche und extreme Leute seid. That's what they've been told. Well, we're now going on 300 meetings. 300. Wir nähern uns jetzt dem 300. Treffen. I haven't seen one crazy person. I haven't seen one dangerous person. I haven't seen one extremist. Not one. Und ich habe nicht eine einzige Person, die ein Extremist war, eine gefährliche oder eine verrückte Person. So who does come to these meetings? Normale, weiße, regelmäßig Deutsche who want to be free. That's who comes. But they want the truth. Sie wollen die Wahrheit wissen. And they want to know who they can trust. Sie wollen wissen, wem sie trauen können. Yesterday I drove 7 hours and 30 minutes to get to my meeting. And I can't drive, so that means someone else. 7 hours and 30 minutes I drove. Ich war gestern für 7,5 Stunden unterwegs, um meine Verpflichtungen zu treffen. Time I get home tonight to where I'm staying, which I never know where. Time I get home, it'll be another 7 hours and 30 minutes of driving today too. That's normal. Und genauso lange wird es heute noch dauern, bis ich dann dort bin, wo ich schlafe. Und das ist meine Normalität. But it has to be this. Aber es geht nicht anders. Because you have to test me. Weil ihr müsst mich abprüfen. Maybe I'm a hologram. Like Zelensky. Maybe I'm not real at all, or maybe, well, the modern German has been taught to be skeptical about everything. You know that. Vielleicht bin ich nicht real, aber der Deutsche ist angewiesen und gelehrt und unterrichtet worden, skeptisch über alles. You're not even nice to each other. Admit it. You're not even nice to each other. Oh, yes, you are. Ihr seid nicht mal untereinander richtig freundlich. I'm with you all the time. And you constantly miss opportunities
to be kind to each other. You constantly miss it if it's another German. Und ihr vergesst immer wieder die Gelegenheiten, untereinander freundlich zu sein. Zu And in the nutzen. same way that God loves you, in the same way that I love you, now you are going to start to love each other. Und auf die gleiche Weise, mit der Gott euch liebt, werdet ihr jetzt beginnen, euch untereinander zu lieben. Because there is no other answer for you. There is no other answer. Es gibt keine andere Antwort, keine Alternative für euch. Love is the only answer for the Deutschen. And now some of you are thinking, not all, but wait a minute. To love means to commit. It means to risk. Jetzt werden einige sagen, Liebe bedeutet aber Risiken einzugehen und sich zu verpflichten. And to risk. We might get hurt again. We might get betrayed again. No, thank you. Vielen Dank. Wir könnten wieder verletzt werden oder wir könnten wieder betrogen werden. Vielen Dank. Ver-rückte. Betrayed. I am not capable of betraying you people. I am not capable of it. Even if I wanted to, I cannot. Ich bin nicht in der Lage, euch zu betrügen. Selbst wenn ich es wollte, ich kann es nicht. Because love always protects and never betrays. Liebe ist immer schützend und niemals betrügend. But you must start being kind to each other. Ihr müsst beginnen, nett und freundlich zu sein. Modern Germany is not an easy place to live in if you want to really live. It's not. Das moderne Deutschland ist kein günstiger und kein leichter Platz zum Leben. And instead of making people's lives a little bit worse, I want you to start making people's lives a little bit better. Und statt eure Lebensumstände zu verschlechtern, möchte ich, dass sie ein bisschen besser werden. Think of Deutschland as being a beautiful vase, like from the Ming Dynasty. Beautiful vase. Wenn man von Deutschland denkt, es könnte eine Ming-Vase sein, And the Allies picked it up and they said, it's too beautiful. Boom! In 1,000 pieces, they broke you. und die Alliierten würden sagen, es ist zu schön, wir müssen es zerstören und es zerschmettern. And they're terrified that you will put the vase together and that you will be beautiful again. They're terrified of it. Und sie würden große Angst davor haben, dass ihr die Vase wieder zusammensetzt, repariert und dass sie genauso schön wäre wie vorher. Secret, Geheimnis. Klaus Schwab and the New World Order don't work if you're German again. Doesn't work. Das Geheimnis ist, dass Klaus Schwab mit seinen Alliierten nicht funktionieren kann, wenn wir Deutsche sind. They can't succeed if you are strong. Sie sind erfolglos, wenn wir stark sind. And they know it. Sie wissen es ganz genau. And now you know it. Und ihr wisst es jetzt auch. I speak now to German men. Ich spreche jetzt zu deutschen Männern. Lisa and I are writing a new flip book. We have 5, this will be number 6. Es gibt ein neues Flipbuch, das Lisa und er gerade entwerfen. Und das war gerade bisher die Nummer 5, jetzt ist es 6. And the name of it is, Where are the German men? Where are they? Und das heißt, wo sind die deutschen Männer? Wo sind sie? To be a German man means to be strong. It means to be upright. It means to be a protector. That's what it means to be a German man. Ein deutscher Mann zu sein bedeutet aufrecht und ein beschützender Mann zu sein. But we have turned you into something different than that.
We have done it Wir haben euch in etwas ganz anderes verwandelt, because we're afraid of you when you are yourselves. We're afraid. weil wir Angst vor euch haben, wenn ihr so seid, wie ihr seid. Und deutsche Frau, I speak to you. Und deutsche Frau, ich spreche zu dir. You're so full of fear all the time that you can see it in your eyes. Other people can see it. Und ihr seid so voller Ängste und ängstlich, dass man es in euren Augen sehen kann. Beautiful German women, beautiful faces, well put together, and they have angst about everything. Schöne deutsche Frauengesichter, wunderbar gestaltet und harmonisch, haben Angst. Deutsche Männer, be strong. Deutsche women, get rid of the fear. It doesn't belong to you. Deutsche Männer, seid stark und Frauen, verlasst diese Furcht, das gehört nicht zu euch. I'll give you just one last example, and then you can ask me questions. You can come up and test me. You can come up and hug me. Of course, you're here. You need one example before I go. Ihr braucht ein Beispiel, bevor ich gehe. I just gave a wonderful talk to a huge crowd of people in Austria a couple days ago. Ich habe gerade vor einigen Tagen zu einer großen Menge in Österreich gesprochen. And they have been told for 77 years that they were part of the Allies. They were part of the British and the Americans and the French, and they were part of the Allies. They were victims of the terrible, terrible Germans in the big country. That's what they do. That's their story. Man hat ihnen erzählt, dass sie Teil der Alliierten gewesen wären und dass auch sie Opfer der Deutschen, der schrecklichen Deutschen gewesen wären. Oh, I asked them, would you like one example of the lie? Yes. Ich habe sie gefragt, wollt ihr ein Beispiel für diese Lügen haben? In every village in Austria, every village, kleine Dorf und Stadt, every village in Austria, there are Friedhof. In jedem kleinen Dorf gibt es Friedhöfe. In jedem kleinen Dorf Österreichs. And these Friedhof are full of little oval pictures of 19-year-old boys. They're full of them. Diese Friedhöfe sind bedeckt mit ovalen Bildern von 19-jährigen jungen Männern. And there's millions of these little oval pictures of handsome young boys who were dead at 19 or 20. Millions of them all over the country. Millionen dieser ovalen Bilder von jungen, gut aussehenden Männern tot. Österreicher, Austrians, what uniforms are they wearing? They're wearing German uniforms. What? Well, that's impossible. They were fighting with the Allies against the evil Germans. That's your story. My God, a 4-year-old can figure that out. And you haven't figured it out. Because you're living easy. That's why you haven't figured it out. Man sieht es an den Uniformen. Es waren deutsche Uniformen, die sie trugen. Sie hatten keine Uniformen der Alliierten. Und das könnte mein 4-jähriger Sohn herausfinden. Aber ihr habt es nicht geschafft. Ihr habt es nicht begriffen. So what is the truth? They're surrounded by the truth. Die Wahrheit ist um euch herum. Nehmt sie. Less than 1% of Austrians fought for the Allies. 99.1% fought for the Germans. Why? Well, one Austrian stood up and said, it is because the Germans forced us at gunpoint to do it. 99% der Österreicher haben für Deutschland gekämpft, nur gerade einmal 1% für die Alliierten und sie behaupten, die Deutschen hätten sie gezwungen mit vorgehaltenem Bajonett. And I looked at them all and I said, no, the Germans didn't force you to fight for them. They did not
force you to fight for them. No, they didn't. Und ich habe ihnen gesagt, das stimmt nicht, die Deutschen haben euch nicht gezwungen, für sie zu kämpfen. Nein, sie haben euch nicht gezwungen. Freiwillige, Freiwillige, Freiwillige. In the Unterseeboot, in the Flotte, Leningrad, and in the Fallschirme. Freiwillige, millions. All of a sudden, the whole room of Austrians said, "Mein Gott, somebody has lied to us." Yes. But they believed the lie because it was easy. Sie haben dann die Lüge begriffen, weil sie aufgewacht sind. Sie haben die Lüge aber auch akzeptiert, weil es so einfach war, ihr zu glauben. Now I'm giving a talk in Munich, that's in Germany. And there's a huge crowd, and they're standing 3 deep all the way around. Ich habe in München, das ist natürlich in Deutschland, gestanden, vor einer großen Menge. And at the same time I'm talking, Bach is talking to the Polish foreign minister, same time. Während der gleichen Zeit, als meiner Rede, sprach Baerbock an eine polnische Gesellschaft gewandt. And the Polish foreign minister says, "You owe us $1.6 trillion. You owe it to us." Und der polnische Außenminister behauptete, die deutsche Regierung oder das deutsche Volk würde Polen 1,8, ich glaube Billion sind das denn jetzt, Billion Schulden, ja. Milliarden. Billion. It's a lot of money, right? You know, Baerbock only has 2 dresses, and she had on the purple one. Die Baerbock hat nur 2 Kleider und sie hatte eine lilafarbige Kleidung an. So did she say to the Polish foreign minister, "Das ist Wahnsinn"? So No, she didn't. hat sie protestiert dem polnischen Außenminister gegenüber mit Wahnsinn, das geht nicht, sie hat's nicht. Germans cannot say no. Individually they cannot say no. As a nation they cannot say no. They're not allowed. Nicht erlaubt. Die Deutschen dürfen weder als Individuum noch als Nation sagen, das geht nicht, das ist nicht richtig. So I looked out at this huge crowd and I said, "All right, the Polish minister cannot be wrong. You are guilty, aren't you? Go ahead, raise your hand, admit your guilt." Ich habe mich also an die Menge gewandt und gesagt, der polnische Außenminister kann nicht falsch liegen, ihr seid schuldig und ich möchte den, der das glaubt, an seiner Hand erkennen können. Hebt die Hand. So, which one of you has destroyed the Polish buildings? Which one of you has burnt down the Polish houses? Which one of you has stolen from the Polish? Go ahead, raise your hand. I know you're here. Wer hat polnische Häuser angezündet? Wer hat polnisches Gut zerstört? Hebt die Hand und meldet sich. Meldet sich. You know, not one of them would raise their hand. Not one. Not one would raise their hand. I said, certainly you have snuck across the border and you have done all these terrible things, haven't you? Niemand hat sich gemeldet. Es gibt keinen unter euch, der über die Grenze geschlichen ist und dort Schaden angerichtet hat. You know what God says about this? He says, if you have done no harm, you don't have to pay anyone. That's what he says. If you have done no harm, you don't have to pay. Und das ist das, was Gott sagt. Wenn ihr keinen Schaden angerichtet habt, habt ihr nicht dafür zu zahlen. You think Germany will end up paying something? Of course you know they will. They'll negotiate 100 euros one way or the other.
Die Deutschen werden bezahlen müssen, weil sie tun es immer. You know what that means? Was bedeutet das? You know what? Was meinen Sie das? It means that you are guilty forever and you can never be free and you can never say no. That's what it means. Das bedeutet, dass ihr für alle Ewigkeit schuldig seid und dass ihr euch niemals wehren könnt gegen diese Forderung. So the Austrians were living a lie that was just a stupid, idiotic lie, but they can't anymore. But what about you? They aren't my problem. You are my people. Es sind nicht die Österreicher, die mich jetzt berühren und mein Problem sind. Ihr seid es. Ihr seid meine Leute, die ich jetzt anspreche. You must learn how to say no. Ihr müsst lernen, Nein zu sagen. And mean no. Und es auch wirklich zu wollen. Why? Not guilty. Wegen nicht schuldig. You must begin seeking the truth. Ihr müsst beginnen, den Beweis dafür zu suchen. Germans have in them a craving, a desire to seek the truth. Die Deutschen haben eine Sehnsucht in sich, die Wahrheit zu finden. And you must begin using your brains to think again and to ask questions again. Und ihr müsst anfangen, euren Kopf zu benutzen und Fragen zu stellen und danach zu suchen. And do not be afraid of what is to come. Do not be afraid. Und seid nicht in Furcht vor dem, was geschehen könnte. So I know how the modern German is thinking right now. Ich weiß, wie die deutsche Denkweise jetzt ist, die moderne deutsche Denkweise. What does God want from us? What does He want from us? Was will Gott von uns? Doesn't He know about our past? Weiß er nicht, wie unsere Geschichte ist? Of course He knows about your past. Natürlich kennt er das. God didn't betray you, people. I promise you. He never betrayed you. Gott hat euch nicht betrogen. Niemals. Not then. Not then. Not now. Nicht damals und auch nicht jetzt. Does He want you to march off to church 3 times a week? Or go to Mass every day? Or go to the synagogue? Or go to Is that what He wants? No, it's not what He wants. Gott will nicht von euch, dass ihr in die Kirche geht 3-mal die Woche oder in irgendeine Kathedrale, Synagoge, dass ihr Messen beiwohnt. Das will er nicht. Does He want you to become more and more religious so that you are rigid and stiff all the time? Er will auch nicht, oder will er, dass ihr mehr und mehr religiös werdet, um euch zu verhärten und versteifen? Here's my finishing message. Und das ist jetzt meine beendende Nachricht an euch. He wants you to be exactly who He created you to be and to be fully Deutsch. Er möchte, dass ihr das werdet, was er mit euch beabsichtigt hat. And your dignity will be restored to you. And your self-confidence will be restored to you. And you will be protected. Eure Würde und euer Selbstvertrauen wird euch wiedergegeben und ihr werdet geschützt sein. But He wants you to remember Him. Remember Him. Er möchte aber von euch erinnert werden. He's looking at your heart, people, not your head, but your heart. Er guckt in eure Herzen. Is your heart good? Habt ihr gute Herzen? Do you care about God? Kümmert ihr euch um Gott?
when you make a little decision or a big decision, or when you're all by yourself and no one can see. Wenn ihr kleine Entscheidungen oder große Entscheidungen trefft oder wenn ihr ganz alleine unter euch und niemand euch sehen kann, wenn ihr ganz alleine seid. Are you aware of him? Seid ihr euch seiner bewusst? You know that he's there with you. Wisst ihr, dass er bei euch ist? Do you have any idea how much he loves you? Habt ihr irgendeine Vorstellung, wie sehr er euch liebt? And somebody will ask me today, William, why do you love us? Why? Und jemand wird fragen, William, warum liebst du uns? Because you are worthy of being loved. That's what. Weil ihr es wert seid, geliebt zu sein. I am finished. Now it is typisch, it is traditional for me to say, you can ask me questions. But since there are no questions, I'll leave. Okay, right here in the front. Aufstanden, Deutsche. Okay. Ich habe eine Frage, und zwar wurde in der Bücherei des Vatikans wurden alte Schriften gefunden. In the Vatican, they found books. In der Bücherei. Ja. Und darin steht, dass ab 1950 in Deutschland, im alten Germanien, 144.000 Lichtseen oder Lichtgötter sich wieder reinkarnieren, um der Menschheit zu helfen. Was weiß? In the Vatican, they found a book saying that in the Vatican they found a book that was saying that from 1950 on there would be 144,000 souls being reincarnated. Well, that's a fine Um der question. Menschheit zu Go ahead. helfen. To help the mankind. Und ob was darüber weiß oder wer diese Wesen sind. Would you know anything about it, or is there anything you have heard about? Ich habe keine Ahnung. But thank you for asking. It wouldn't surprise me, but I don't know the answer to that. Okay? I do know that you are going to stand up and you're going to make a huge difference in a very sick world. Please repeat that. You're going to stand up and make a big difference in a very sick world. Wenn Sie sich erheben, wird das in der Welt einen großen Effekt haben. Es würde einen riesen Unterschied machen. That I do know. Ja. I don't know anything about the Vatican, and I don't know anything about the books. Okay? Ich habe Okay, who else has a question? Oh, over here, I see a hand. Bitte. Okay. Ich bin ein bisschen nervös, also ich muss I was asked to make it short, but maybe I should. Wait a minute, what is that language you're speaking? Sorry. Foreign sounding language. Go ahead. Manchmal ist es schwer für mich in Deutsch zu sein. Ich versuche das, ja? Du hast darüber geredet, dass wir Frauen Angst haben und dass die Männer sich schwach fühlen. Und das sind ja alles Gefühle. Und da komme ich, also, wenn man von dem deutschen Geist redet, das ist ja nur ein Teil von uns Menschen. Also es gibt ja noch diesen emotionalen Teil. bitte in diese Richtung. Es gibt ja noch den emotionalen Teil, also dass man, das ist schwer zu fassen. Wie kommen wir dahin, dass wir uns deutsch fühlen? Ich meine, wir fühlen uns jetzt vielleicht nicht mehr schuldig oder. She was comparing your expression about German women or German men. How could we find a way to achieve that? This sort of strength
And fearlessness. That's a good question. Also wirklich vor der Bridge. Also Yes. wirklich gucken nach einer Brücke von den Gefühlen, wie man sich als Deutsch fühlt, und das dann auszudrücken zu können. Okay. German women can be very beautiful, very attractive. Deutsche Frauen können sehr schön und sehr attraktiv sein. Can you imagine how beautiful they would be without the worry, without the angst? Könnt ihr euch vorstellen, wenn diese Sorgen, Ausdrucksformen weg wären, wie viel schöner sie sein könnten? Secret number 2. Geheimnis. If deutsche men would be men, German women would have no angst. Absolut. Wenn deutsche Männer sind, brauchen die deutschen Frauen keine Angst zu haben. Absolut. It's a virtuous circle. Es ist kein vicious, sondern virtuous. It's a virtuous circle. Yeah. It goes up. By the way, Nachhaltigkeit is a key word for you. It's a key word. Ein Schlüsselwort. Nachhaltigkeit ist sehr wichtig, ist ein Schlüsselwort. Because when Germans do something, it has a natural momentum built into it. Wenn Deutsche etwas machen, ist da gleichzeitig eine Kraft eingebaut, eine natürliche Kraft eingebaut. It's like a perpetual motion machine with Germans. Es ist wie eine ewige Bewegungsmaschine mit und durch die Deutschen. But Germans have a tendency to sleep too long. Deutsche neigen zu lange zu schlafen. But when they wake up, Aber wenn sie aufwachen, they really wake up. sie wachen wirklich auf. And you know. Ihr wisst es. And that Nachhaltigkeit is a part of Deutschtum. It is a part of everything that you are. Nachhaltigkeit ist wirklich ein großer, wichtiger Anteil des Deutschtums. So once men start being men, Wenn Männer anfangen, Männer zu sein, women could start being women. dann werden die Frauen Children sein. have a perfect example. Die Kinder haben ein wunderbares Beispiel And people begin smiling at each other again und die Menschen lächeln wieder zu because they like themselves als Deutsche and they like other Germans. Und sie lieben sich selbst als Deutsche und lieben auch andere Deutsche. Then and only then can they begin to love people in the world. Only then. Dann und nur dann, wenn sie sich selber lieben, können sie andere Menschen in der Welt lieben. And you will. But you'll be on balance. On balance. Und ihr werdet dann euer Gleichgewicht erreichen. Today you're 90% head, 10% heart. Heute seid ihr 90% kopfig, 10% herzhaft. You have to balance. Ma'am, is there something else I can help you? Also, wenn ich jetzt ein Gefühl habe, ich weiß, das ist Deutsch und das ist richtig. She says if she has a feeling that it would be German and it would be right, what then? Ja, no, warte. Ja. Und dann, ich formuliere dann eine Frage, ich bringe das nach außen. And Also zu mit meinen Mitmenschen. she's posing a question to us or to you. Weiter? Und dann habe ich oft das Gefühl, dass ich nicht verstanden werde, also dass mein Gegenüber das nicht fühlen kann, was ich fühle. She sometimes feels not being properly understood. So she feels Das ist misunderstood. dann, weil das Deutsch sei, dann habe Das ich Deutsch. dann German is not properly expressed. Look, everybody in this country, Genau. all is Deutsch right now, live in a no man's land, uncertain
of who they are, what they can do, uncertain of what their future is. Everyone lives the same way. All of you are suffering the same thing. Wir leben alle unter dieser bedrückenden Erkenntnis, dass wir keine richtige Zukunftserwartung haben können. Alles ist unsicher und alle haben wir dasselbe Gefühl. It's a national disease. Nationale Krankheit. It's 10 times worse than COVID, Eben 10-mal so schlimm wie Covid. and it came from draußen, nicht drinnen. It came from Bletchley Park and our friends in the Allies. Und es wurde uns von draußen, von unseren sogenannten Freunden bei den Alliierten durch Bletchley Park vermittelt, Who were jealous of you to begin with. die von Anfang an eifersüchtig auf uns waren. They didn't know what to do with you. Sie hatten keine Ahnung, was mit uns zu machen sei. So they created a new kind of human being to live in Deutschland. A new kind. Sie haben versucht, eine neue Art von Wesenheit für Deutsche oder einen neuen Deutschen zu schaffen. People who were homeless at birth. Homeless. People, die von Geburt an heimatlos waren. Never able to get their feet underneath them. Never able to have stable ground. That's what they created. Menschen, die keinen Boden unter den Füßen haben. That's why I want you. Where are you? Oh, there you are. That's why I want you to start making more friends. More Deutsche friends. You have to risk. You have to open your heart. You have to reach out. And they will be there. They need you. And you need them. Believe me. Believe me. Ja, William, das mache ich ja schon, aber die verstehen mich nicht. Die sagen, ich soll schuldig sein, ich soll mich immer noch schuldig fühlen, obwohl ich mich nicht schuldig fühle. Was William gerade sagte, ist, es ist ganz entscheidend, viele Freunde und viele Kontakte zu machen und sich mit den Menschen auseinanderzusetzen und mit allen nach Möglichkeit auseinanderzusetzen. That's good German. That's no translation, but good German. And she just said that she feels misunderstood. Of course you feel misunderstood. That's what it means to be a modern German, is to be misunderstood. It's coming to a halt. I'm telling you, it's over with. Es wird ein Ende haben und das ist verständnisvoll oder verständlich, dass die Deutschen sich missverstanden fühlen. Now, Es wird Schluss. Before I fall off the stage, how about one more question? Something easier. Yes, go, right here. Okay. Nur ein kurzer Zwischenruf. Das Ganze klingt nach einem jahrzehntelangen Prozess, aber wir müssen es sofort tun. Well, he wants to find a solution between a decades-long working process against, it's the gentleman down Yeah, there. no, I know. Yeah. He's out of line, but I'm listening to him anyhow because he's a German. I have to listen to him. Against something right on the stage, on right now. He wants a solution. He wants Yes, to help good, someone. good. You want an ergebnis, you want the solution, you want it right now. Okay, fine. Here it is. Ready? Fertig? Ja. Good. Let God be God. In. That's it. Lass Gott sein, mehr braucht es nicht. Let him do his work, please. Ich lasse ihn arbeiten. Lass Gott sein, lass ihn seine Arbeit tun, lass ihn auf uns wirken. Let God be God and you will be amazed. You will be amazed. Ma'am, you're up. Aufständig. Bitte, passen Sie auf. Dieses Frau. I would like to thank you for speaking tonight. And now I would like to let you hear what I said. Okay. And She has permission one time speaking.
Yes. So I would really want to know I'm speaking English because I would like him to understand me. Wir verstehen dich It's ja okay. nicht. I don't Listen. have to Hey, do hey. Wir sind doch auch anything. richtig. We are Hey. free beings. Hey, hey. Okay? I have given her permission to speak English for this moment. So chill out. Go. So I thank you for being here. And I would like to ask you, to me, what you're sharing about Germany is as well a story of so many other countries right now. So many students, like you say, Yes. so many people locked in the homes Yes. in all sorts of countries. I always felt and always feel connected to humankind, to us as beings, a family of humankind. Yes. And I just wonder if it would be helpful to focus on that, because how can we come together as a family when we are focusing on something of, God for me, we are children of God. Yes. So I'm born in Germany, but we are all children of God, Yes. and no matter where. And that spark that you're saying, we should reflect again as Germans. To me, that spark of going inside, being who we are. Does Yes. that not count Yes. for every single one? Yes. You Yes. say God loves us, you love us. We love all beings, Yes. not only humans, beings, everyone. I love everyone. You, I'm sure, love someone in France, Yes. But someone in You- wherever. einverstanden. Yes. I understand. Sitzen Sie sich. Now, in the long run, she is right. Auf lange Sicht gesehen hat sie recht. She is talking about loving, that Germans must love all people because all people belong to God. Die versucht auszudrücken, dass es nicht nur um die Deutschen gehen kann, sondern dass alle. I said, einverstanden. I agree with you. But we have to go ein Schritt, langsam, and we have to finish every step. Finish every step. We have to do it that way. Es muss aber so sein, dass wir Schritt für Schritt gehen, um jeden Schritt zu beenden, bevor wir einen neuen anfangen und das Verhältnis zu Gott klären. The problem is very big, and it has 77 years to exist. The problem is huge. Das Problem ist gewaltig. Das hat seit 77 Jahren bestanden. I must be patient. Ich bin Geduld sein. You must be patient. Wir brauchen unsere Geduld. If we get out ahead, then we have to come all the way around and start again. No. We're going to go step by step until we are free, and the time is now short. Wenn wir es zu hastig gestalten, kommen wir am Ende wieder zum Anfang zurück und wir müssen es sinnvoll gestalten, damit wir zum Erfolg kommen. First, each of you in this room has to come free. Jeder Then your nation comes free. in diesem Raum wird frei, jeder in diesem Land wird frei. So muss es Schritt für Schritt gehen. You have to know how to love again. Und ihr müsst wissen, wie ihr euch lieben könnt. You can't give what you don't have. Ihr könnt nicht geben, was ihr nicht habt. All right. Do you have a question? Okay, this is the last question because I'm an old man.
Okay? Eigentlich habe ich keine Frage. Ich möchte mich nur nochmal bei dir bedanken für die Art und Weise, wie du uns hilfst und für deine unendliche Geduld. Und ich würde dich wahnsinnig gerne kurz umarmen. Because she's so thankful for what you're doing for us. Well, then what are you doing back there? I'm up here. Yeah. Get up here. I need a hug. Okay? Absolutely. I like getting hugs. There's it. Oh, wait a minute. Okay. Oh, in a minute. In a moment. Okay. Hey, thank you so much for coming. Okay, bye-bye now. Bye.